Hallo zusammen, hier spricht Rain. Ich habe kürzlich ein Tutorial entdeckt, in dem es darum ging, einer Stimme einen umgekehrten Hall-Effekt zu verleihen, sodass sie wie ein Protoss aus StarCraft oder ein Hanar aus Mass Effect klingt. Sicherlich cool, aber in einem Programm, das um die 300 Euro kosten würde. Und das ist doch etwas viel für die meisten. Deswegen habe ich versucht, das Ganze in Audacity nachzubauen. Und das möchte ich euch heute zeigen. Sollte ich übrigens etwas komisch klingen, das liegt an der Erkältung, mit der ich gerade kämpfe. Zunächst benötigt ihr natürlich Audacity. Das kann kostenlos von audacityteam.org heruntergeladen werden. Es ist für Windows, Linux und Mac verfügbar, ist außerdem quelloffen und durch Plugins erweiterbar. Das Interface ist zunächst auf Englisch, kann in den Einstellungen jedoch auf Deutsch umgestellt werden. Ich bevorzuge die englische Lokalisierung, werde euch aber wie üblich die Begriffe auf Deutsch und auf Englisch nennen. Das erste, was wir benötigen, ist ein Plugin, der uns einen Chorus-Effekt liefert. Bedauerlicherweise hat die Standardversion von Audacity den nicht im Repertoire, daher müssen wir ihn manuell hinzufügen. Das ist jedoch kein großes Problem. Geht zunächst auf diese Webseite. Ladet euch dann den Multivoice Chorus Plugin herunter. Verschiebt die Datei dann in das Plugin-Verzeichnis von Audacity. Unter Windows ist diese zu finden unter C Programme x68, Audacity Plugins. Auf dem Mac befindet sie sich im Benutzerverzeichnis Library Application Support Audacity Plugins. Bei Linux ist es etwas schwieriger, da es mehrere mögliche Locations gibt. Ihr werdet die Location für eure Distribution leider selbst herausfinden müssen. Aber ich habe Vertrauen in euch. Sobald die Datei im Plugin-Verzeichnis gespeichert ist, öffnen wir Audacity. Bevor wir den Plugin nun verwenden können, müssen wir ihn zunächst aktivieren. Geht dazu auf Effekt, Add Remove Plugins, Erweiterungen hinzufügen, entfernen. Klickt auf Disabled und wählt Multivoice Chorus. Falls ihr ihn hier nicht findet, ist er unter New oder Neu. Wählt ihn aus und klickt Enable oder Aktivieren. Nun finden wir den Plugin genau hier. Als nächstes benötigt ihr die Aufnahme einer Stimme. Dazu könnt ihr entweder eine vorbereitete Aufnahme verwenden, Audacity unterstützt diverse Audioformate, oder direkt etwas in Audacity aufnehmen. So klingt meine Aufnahme. You must construct additional pylons. Dann fangen wir mal an. Wählt zunächst mit STRG A alles aus. Klickt auf Effekt, Kompressor, Effekt, Kompressor. Stellt die Regler nun so ein, wie ihr sie hier seht. Der Kompressor erlaubt es uns, den Ton zu verstärken und dabei Verzerrungen zu vermeiden. You must construct additional pylons. Nun wird es Zeit für den Plugin, den wir gerade installiert haben. Stellt sicher, dass immer noch alles ausgewählt ist. Wählt Effekt, Multivoice Chorus und stellt die Einstellungen so ein, wie ihr sie hier seht. You must construct additional pylons. Der nächste Effekt, den wir anwenden, heißt Rückwärts oder Reverse. Hier gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten, der macht einfach nur genau das, wie er klingt. Er dreht den Ton um, sodass er jetzt rückwärts abgespielt wird. Klingt irgendwie wie eine Mischung aus Russisch und Französisch. Wählt nun den Effekt Reverb. Zu bedenken ist hier, im Englischen ist der Effekt einfach hier in der Liste zu finden. Im Deutschen ist es jedoch ein Unterpunkt von Echo. Fragt mich nicht warum. Wählt dann die Einstellungen, wie ihr sie hier seht. Am Ende wählen wir erneut den Effekt Reverse oder Rückwärts. Dann hören wir uns doch mal an, wie es klingt. You must construct additional pylons. Ziemlich cool, oder? Das war's auch schon für dieses Tutorial. Zum Abschluss ein Hinweis.
Ich habe die hier gezeigten Einstellungen gewählt, weil sie am besten an das Ergebnis des Original-Tutorials herankamen. Das heißt aber nicht, dass sie in Stein gemeißelt sind, im Gegenteil. Ich möchte euch wie immer ermutigen, mit den Einstellungen zu spielen und die zu wählen, die euch selbst am besten gefallen. Ein Tipp: Jeder Effekt bietet euch die Möglichkeit, eine 5-sekündige Vorschau mit den aktuellen Einstellungen anzuhören. Das war's dann von meiner Seite. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Euer Rain. You must construct additional pylons. You must construct additional pylons. Großartig, das hat sowas vom posttraumatischen Stresssyndrom.